Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Während sich die eine Partei fragt, ey, sag mal, warum kommen eigentlich immer so viele Server raus, ja, ruft die andere Partei teilweise auf meinem Discord-Server schon wieder zu Fragen auf. Sag mal, wann kommt eigentlich der nächste Server? Ja, und das ist natürlich immer so ein Hin und Wieder. Jetzt ist es mittlerweile schon 2 Monate her, dass der letzte Server released worden ist, da ja zwischendurch im Januar ein Server verschoben worden ist. Am 13.12. kam dieser Server hier raus, und zwar EU17, und ja, das ist jetzt schon ein paar Tage her auf jeden Fall. Und es kam jetzt News raus, dass jetzt der nächste Server released wird. Ein paar Update-News habe ich für euch parat, und zwar die Welt EU18. Also für alle Leute, die das interessiert, dort drauf zu starten, können sich da sehr gerne drauf freuen. Zumal vorher gibt es erstmal das Valentinswochenende für jeden, ja. Ab dem 10., also quasi ab heute schon, bis Sonntag, den 16. habt ihr die Chance auf Valentintags-Epics, ne, findet ihr ja auch natürlich hier in den, ja, beim Megafon, ne, die News, Fundchance auf amoröse, epische Gegenstände im Waffenladen, Zauberladen und auf Expedition, ne, für die Leute, die vielleicht noch nicht die Valentags-Epics im Inventar bzw. im Sammelalbum haben, ist jetzt natürlich die Gelegenheit dafür, nur damit ihr das mal ganz kurz dazu gehört habt. Ansonsten, ja, startet am Freitag, den 21.02. um 16 Uhr, wie immer natürlich dann EU18. Ja, also da könnt ihr euch ab dem 14. bereits schon vorab registrieren, natürlich, um euch euren Namen zu sichern und euren Account zu erstellen und 25 Pilze dort extra zu erhalten. Ja, das nur mal als Information für euch vorab, ne? Für die Leute, die sich jetzt nicht gefragt haben, sag mal, warum kommen so viele Server, sondern sich gefragt haben, ey, wann kommt denn der nächste Server? Es ist lange her, dass ja, Shakes and Fidget so lange ja, auf einen Server warten lassen hat, sag ich mal. Ne? Das ist schon ungewöhnlich, ansonsten sagt man so alle 1,5 Monate vielleicht, also im Prinzip wurde jetzt roundabout so circa der Server 2 Wochen so nach hinten verschoben, ja, im Schnitt, sag ich mal. Ansonsten hat Shakes and Fidget gestern, beziehungsweise ja doch gestern, noch eine kleine coole Grafik gepostet auf ihren Social Media Accounts in Bezug auf das Thema des Super Bowls, der jetzt ja heute Nacht dann stattgefunden hat. Ja, ich persönlich bin da nicht wirklich drin in der Materie, muss ich sagen. Ja, das Thema ist ziemlich übergeschwappt vom Amerika tatsächlich. Also man kriegt deutlich mehr mit als früher auf jeden Fall von Hören und Sagen, was man so links und rechts so ein bisschen aufschnappt, sag ich mal. Ne, ich persönlich, wie gesagt, habe mich damit nie so auseinandergefasst, aber die Thematik nimmt immer mehr Popularität auf jeden Fall auf, habe ich so das Gefühl. Und ja, hier wurde auch eine kleine Grafik, aber ohne irgendwelche Leaks oder Inhalte oder so. Es ist einfach nur eine kleine Grafik, die hier Shakes and Fidget in Bezug auf den Super Bowl jetzt gemacht hat. Ja. Ansonsten gucken wir mal ganz kurz auf den Server, der jetzt schon 2 Monate natürlich draußen ist. Wir haben jetzt hier mittlerweile 117.000 registrierte Spieler. Das ist ganz okay, sag ich mal, für einen Server, der jetzt zwischen den Event-Servern bzw. den Jubiläumsservern wie EU15 oder EU20 steht. Ne? Aber man muss dazu sagen, das ist natürlich auch gleichermaßen der Server, wo der Paladin drauf released worden ist. Und da ist natürlich klar, dass der natürlich ein bisschen ja, auch an Popularität gewinnen sollte. Ich suche jetzt mal gerade noch EU16 raus. Dann gucken wir mal noch mal ganz kurz da drauf, wie es hier aussieht. Hier haben wir 112.000. Ja, das ist auch ganz okay, sag ich mal, aber der Server ist natürlich jetzt auch schon deutlich älter als EU17. Das heißt, EU17 hat unterm Strich eigentlich jetzt nicht schlecht performt. Ne? Und ja, auf EU15 ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ich denke mal, der nächstgrößere Server wird wahrscheinlich wieder EU20 werden. Falls ihr euch fragen sollt, wann vielleicht für euch der nächste
großartige Server vorhersteht. Also EU20, denke ich mal, wird eine starke Nummer werden, ein safes Ding, der wahrscheinlich auch sehr viel langzeit motivierte Spieler auf dem Server vorherbringt und sehr viele Tryhards vor allen Dingen auch. Ja, das wird ein sehr belebter Server, da haben sich schon viele krasse Gilden auf jeden Fall angekündigt, die da drauf starten wollen. Und ja, ich sehe auch gerade, ich habe kein Reittier gerade hier. Ja, eigentlich, gut, ich bin jetzt hier gerade mitten in der Quest, ansonsten wird einem das auch immer groß und breit angezeigt, dass man kein Reittier hat. Deswegen, ja, holen wir uns das mal ganz schnell noch. Wie gesagt, wir sind hier auf dem Paladin, da ist jetzt eh nicht so viel los bei mir, sag ich mal. Ne? Trotzdem interessant zu sehen, wie sich der Server hier entwickelt. Für mich persönlich wäre das kein Server, wo ich, glaube ich, so viel Spaß drauf hätte, sag ich mal. So, ne? Weil, ja, man hat viel von der eigenen Klasse halt, ne, vor sich und das ist schon, man muss es mögen. Ne? Man muss es mögen. Ich bin persönlich kein Fan davon. Schreibt mir mal sehr gerne, wie ihr das seht in die Kommentare, ob euch das egal ist, ob ihr auf solchen Server spielt. Ich persönlich mag es dann doch lieber, ein bisschen Abwechslung zu haben. Und ja, aber das ist im Prinzip das, worauf man sich hier halt eingelassen hat auf dem Server. Ne? Dessen muss man sich bewusst sein. Wenn der Paladin erscheint und der nächste Server, der released wird, ist natürlich klar, dass dann auch hier der Paladin stark vertreten sein wird. Das wird, denke ich mal, auf EU17 auch nicht der Fall sein. Auf EU20 auch nicht der Fall sein, weil bis dahin sollte wahrscheinlich, weiß es natürlich nicht, keine neue Klasse released werden so schnell. Und deswegen wird wahrscheinlich die Vielfalt auch dort ein bisschen höher sein. Es sind ein paar Server dazwischen, jetzt zwischen dem Paladin Release Server und EU20. Bis dahin kann sich die Rate der gepickten Paladine natürlich auch nochmal extrem angepasst haben. Ich bin gespannt, wie es jetzt auf EU18 sein wird, nachdem wir jetzt halt eben eine hohe Pickrate gesehen haben hier auf dem Release-Server, was natürlich klar ist, bin ich gespannt, wie sehr sich der Paladin halten wird auf dem nächsten Server. Ich gehe mal davon aus, dass er trotzdem noch eine sehr, sehr starke Performance hinlegen wird. Viele Leute mögen die Klasse, die feiern die Klasse und sind auch gewillt, die auf anderen Servern zu spielen. Und deswegen glaube ich, dadurch, dass er auch gar nicht mal wirklich so schlecht ist in den Dungeons, denke ich mal, dass die Klasse auch wirklich in Zukunft neben den herkömmlichen Server-Startklassen wie den Nekromant jetzt mittlerweile, den Dämonenjäger und dem Berserker, wir wahrscheinlich auch den Paladin relativ weit oben sehen werden. Ich glaube, der Paladin wird auch die meistgepickte Klasse auf dem nächsten Server sein, auf EU18. Ja, ob das nachher auch auf 19 und 20 so sein wird, kann ich euch nicht sagen. Aber ich glaube, der Paladin hat nach wie vor immer noch einen guten Hype auf jeden Fall, den er mitnimmt auf die nächsten Server. Ich bin hier übrigens immer noch dabei, so ja, diesen fast nicht möglichen Gegner hier zu besiegen und wollte mir jetzt mal ganz kurz diesen Try anschauen, weil wir schon relativ weit gekommen sind dafür, dass wir fast keine Chancen haben gegen ihn hier. Okay, krass. Ja, wir haben einfach nur geblockt die ganze Zeit. Ja, moin. Okay, heftig. Ich dachte, wir regenerieren Leben oder so, keine Ahnung. Mal was Spektakuläres irgendwie vom Paladin hier. Nee, es ist immer noch, ja, er hat jetzt einfach nur geblockt wie ein normaler Krieger. Ja, moin. Das ist natürlich auch gut, ne? Wie gesagt, ich finde die Klasse gar nicht so verkehrt. Für mich würde sie sogar, glaube ich, zu mir passen, weil ich ja auch entweder richtig starke Damage-Klassen mag, wie den Magier, oder halt richtig tankige Klassen, wie den Krieger oder den Battle Mage halt. Ne? Deswegen, ja, ist die Klasse, also gefällt sie mir an sich nicht schlecht, für mich persönlich, aber jetzt noch nicht wirklich die Rahmenbedingungen da, um mir eine 4. Klasse auf Langzeit, auf Dauer wirklich einzuräumen. Ist so krass extrem, gefällt sie mir dann doch wieder nicht, beziehungsweise fehlen dann halt noch so ein paar andere Faktoren, wie zum Beispiel der richtige Server, die richtige Gilde, die richtigen Leute, mit denen man vielleicht an der Seite spielt und so. Und auch momentan die Zeit, die halt eben fehlt, ne? So einen 4. Account, und das ist der Hauptfaktor gerade bei mir, den dann auch Langzeit zu betreiben, und deswegen, ja, hat sich das noch nicht ergeben. Falls ich einen neuen Server anfangen sollte irgendwann mal, was ja passieren kann irgendwie, dann würde ich wahrscheinlich den Paladin auch nehmen wollen. Es sei denn, es kommt noch eine neue Klasse raus, die mir noch mehr gefällt.
Ja, das kann man natürlich auch nicht wissen. Das ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt und deswegen ja, werden wir sehen. Vielleicht kommt ja noch eine extreme Damage-Klasse raus, die mir so gut gefällt, die so vergleichbar mit dem Magier ist irgendwie. Ich meine, der Nekromant ging so leicht in die Richtung, aber der war mir zu RNG auch einfach, weil ich habe ja jetzt 2 Tank-Klassen und eine Damage-Klasse und es wäre ja eigentlich ganz cool, noch eine zweite ja, Damage-Klasse zu haben irgendwie auf Dauer, wenn man jetzt so überlegt. Oder halt eben eine Hybrid-Klasse, so mäßig wie den Kundschafter vielleicht, der ja wirklich so das Mittelding ist, sag ich mal, zwischen den anderen beiden Basisklassen, sag ich mal. Ne? Aber ja, der Kundschafter ist nicht so mein Stil, sag ich mal. Ne? Entweder voll aufs Maul oder absolut tanky, das ist das, was ich sehr gerne mag, aber nicht so ein Zwischending. Ne? Deswegen aber Kuss und Gruß geht raus an alle Kundschafter, trotzdem eine sehr, sehr stabile Klasse, aber jeder hat halt eben einen anderen Geschmack, ne? Ist ja ganz klar. Deswegen, ja, pickt ja auch jeder das, was er am liebsten mag, ne? Deswegen kann man ja absolut niemanden verübeln. Ja, Freunde, mal gucken, wann wir mal wieder was hier sehen vom guten Paladin, ne? Aber ja, jetzt wisst ihr erstmal soweit Bescheid für die neuesten News. Seid jetzt gewappnet und bereit für den nächsten Serverstart, dann EU18. Ich werde da auf jeden Fall auch am Start sein, mal draufschauen auf den Server, ne? Mal gucken, was da so geht, schauen, wer da so spielt und ja, wieso, beziehungsweise wieso generell der Server dann performt und welche Klassen dort gepickt werden. Finde ich sehr interessant. Aktiv drauf spielen werde ich natürlich nicht. Ja, das ist auch schon mal klar soweit. Aber ja, ich lasse mir das auf jeden Fall nicht nehmen, da auch mal drauf zu schauen. Bis dahin war es das erstmal soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.